Du findest Questen cool in Flive. Ich glaube, da bist du der einzige Mensch auf dem Planeten Erde, der das cool findet, aber jedem das seine. Walde, was geht ab? Ich meine, Flive-Quests, also das Ding ist halt, Flive-Quests könnten richtig cool sein, wenn sich die Entwickler halt mal richtige Stories ausdenken würden, die halt auch miteinander zusammenhängen und so. Weil das Ding ist halt, es gibt halt zwei Arten von Quests oder es gibt wahrscheinlich noch mehr Arten, aber entweder du hast halt super spannende Quests, wo der Kontext quasi vollkommen egal ist. Das hast du bei Flive auf jeden Fall nicht. Du tötest Monster XY, du sammelst Quest-Item XY, du musst einmal Dungeon XY laufen und die Monster darin töten oder Quest-Item darin sammeln. Das ist lame. Das ist offensichtlich nicht super spannend. Ist ja aber kein Problem, weil du könntest ja die Quest dadurch interessant machen, dass du einen spannenden Inhalt bietest, den man halt nur sich erschließen kann, wenn man sich auch tatsächlich durchliest. Also quasi Quests, die nicht zwingend so super geil sind von der Quest an sich, sondern von dem, was du dadurch erfährst. Also die Geschichte hinter der Quest, das ist das Interessante. Und dann gibt es natürlich Spiele, die machen das richtig gut. Zum Beispiel Skyrim, da machst du eigentlich auch 5000 Mal das gleiche, Skyrim-Quests. Die meisten davon sind auch immer dasselbe. Du gehst in irgendeinen random Dungeon oder in irgendeine random Höhle, tötest 40 Banditen, 2 Bergtrolle und was weiß ich was. Aber es geht ja um die Geschichte, die du damit freischaltest, um die Lore dahinter. Und offensichtlich, wie gesagt, hat Flive also ich meine, du machst in Flive den ganzen Tag nichts anderes als Monster zu töten. Das heißt, wenn du bei der Quest irgendwelche random Monster tötest, ist das natürlich nicht wirklich spannend, weil das machst du ja sowieso schon die ganze Zeit. Aber du könntest es, also wie bei Skyrim ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du könntest schon auch interessanten Content machen, indem du halt, wie gesagt, die Lore in Quests verpackst. Die wenige, die man hat. Und dann halt vielleicht auch ein paar Quests miteinander verknüpft. Beziehungsweise finde ich das immer richtig cool, wenn sich Quests gegenseitig erwähnen. Weil dann fühlt es sich halt mehr so an, als wäre das auch tatsächlich alles miteinander connected und nicht so abgehackt. Leider, ich habe ja schon die Third Job Change auf dem Testserver gemacht und ich meine, gut, eine Job Change, da passt jetzt Lore oder so natürlich nicht ganz so gut dahin. Aber ich habe es überflogen, ich habe es nicht vorgelesen, ich habe es überflogen, als ich es gemacht habe. Und generell die Quests in Flive Universe im Speziellen, aber auch bei Flive PC, die sind halt einfach, ja, hallo, ich bin der und der, okay, und jetzt töte diese Monster, okay, servus, wir sehen uns dann später. Also, die bieten halt einfach gar nichts. Die sind langweilig per se, weil das, was du machst, ist langweilig. Und sie sagen dir auch überhaupt nichts Interessantes. Ich weiß auch, damals bei Flive PC habe ich literally in mehreren Videos, ich weiß nicht mehr, ob es in Flive Universe der gleiche Text ist, weil ich schon ewig kein Mercenary mehr gemacht habe. Aber in Flive PC die Mercenary Quest ist literally, ja, du bist der 54.000. Mercenary heute, der Mercenary werden will. Du bist ein Nichts, du bist ein Loser. Also da beleidigt dich der NPC sogar noch, was du für ein fucking Trottel bist, dass du jetzt auch Mercenary machst, so ungefähr. Weil jeder Mercenary macht. Was einerseits natürlich lustig ist, weil es ja wirklich stimmt, wegen Blade und so. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist die einzige Jobquest, die mal ein bisschen interessanter war, weil dich der NPC halt dafür disst, dass du der 100 Millionste Mercenary bist. Also ein absoluter Niemand, weil jeder Mercenary ist, so ungefähr. Ist natürlich ganz lustig an sich, aber wenn man so drüber nachdenkt und sich vorstellt, dass das die interessanteste oder abwechslungsreichste Quest ist, oder eine der wenigen Quests, wo man mal vom Protokoll abweicht und nicht einfach nur sagt, hallo, danke und tschüss, ist das schon ziemlich traurig. Und wie gesagt, es gibt in Flive so gut wie keine Quests, die wirklich, also vor allem die neuen Quests. Es gibt ein paar alte Quests, so wie die Clockworks Krieg Quest, aber die bietet jetzt auch nicht wirklich so viel Inhalt. Reonan Quest ist eine der wenigen, aber gut, ich meine, das ist die Main Story Quest. Wenn die keine Lore oder keine Story bieten würde, dann würde es das überhaupt nicht geben in dem Spiel. Aber
Es ist schon ziemlich wenig und das verstehe ich eigentlich nicht, weil ohne Scheiß sich so eine Geschichte auszudenken, das dauert halt, da machst du 20 Minuten Brainstorming, was du in die Quest ungefähr reinpacken willst und dann schreibt es einer. Und dann wird es nochmal von 3 Leuten Probe gelesen, ob das sinnig ist. Das ist eine Arbeit von einem Vormittag. Das könnten 3 Praktikanten an einem Vormittag machen. Könnten sich eine komplette Questline mit 20 Quests ausdenken. Also du hast einen Text, ja, oder heutzutage brauchst du nicht mal mehr unbezahlte Praktikanten. Heutzutage sagst du einfach ChatGPT oder so, dass sie es machen sollen. Dann liest nochmal jemand drüber, verändert vielleicht ein kleines bisschen was. Eben. Also das ist eine Arbeit von... Also das ist nicht mal Arbeit. Also das ist so schnell erledigt. Es ist schon crazy, dass wir das gar nicht haben. Und ich meine, ja, die meisten Leute wollen das auch gar nicht. Aber für die wenigen, die es halt doch wollen, und wie gesagt, es ist so gut wie kein Mehraufwand. Also, keine Ahnung. Also die Third Job Quest, ich meine, ich habe sie nur auf Englisch gelesen und überflogen, aber das war auch absolut traurig. Also da hätte man sich schon auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Vor allem, die Leute, die skippen, für die spielt es ja keine Rolle. Aber für die Leute, die sich durchlesen, ich meine, das ist halt gottlos. Es ist wirklich gottlos. Und für die wenigen Leute, und wenn es nur 5% aller Spieler sind, die sich durchlesen, könnte man sich schon ein kleines bisschen mehr Mühe geben, TBH.